Wenn ihr das Video seht, ist es mit Sicherheit bereits Januar 2023, also Happy New Year. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert und ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Feiertage mit der Familie verbringen können. Gehört ihr zu den Leuten, die sich gerne Neujahrsvorsätze setzen? Ich persönlich eigentlich nicht, aber dann wiederum schon. Und ich erkläre auch gleich warum. Wir fangen mal so an. Seit ich selbstständig bin, reflektiere ich gern jedes Jahr, was so passiert ist, welche Ereignisse ich im Job erreicht habe oder bestritten habe und welche Meilensteine ich bereits erreichen konnte. Das mache ich, wie gesagt, jedes Jahr. Auch dieses Jahr habe ich das wieder getan. Und daraus ergibt sich dann schlussendlich eine Planung oder eine kleine Zielorientierung für das kommende Jahr. Ich überlege mir also, okay, wie kann ich daran anknüpfen, an diese Erfolge oder auch Misserfolge? Was kann ich im nächsten Jahr besser machen? Wovon möchte ich vielleicht mehr machen? Was möchte ich Neues lernen? Und wie kann ich mich weiterentwickeln im neuen Jahr? Das alles möchte ich heute gern mit euch teilen. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir gleich an. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Beginnen wir mal mit etwas Positivem, woran ich im nächsten Jahr auch gern anknüpfen möchte und was ich vor allem weiter ausbauen will. Und zwar habe ich in diesem Jahr das erste Mal ein paar Shooting-Tage für mich organisiert. Davon gab es 2 Stück. Und an denen habe ich mir einmal 3 und einmal 4 Shootings organisiert, die ich alle in Dresden veranstaltet habe, beziehungsweise fotografiert habe. Und das immer an unterschiedlichen Spots in der ganzen Stadt. Das hat mir so viel Spaß gemacht, mit den Mädels zu arbeiten und mit der Stadt und mit den Locations zu arbeiten, dass ich unbedingt im nächsten Jahr das weiter ausbauen will. Das soll dann so aussehen, dass ich mich nicht nur auf Dresden fokussiere, sondern ich möchte das Ganze deutschlandweit ausbauen. Welche Städte genau, beziehungsweise wo ich als nächstes anfangen möchte, das steht noch nicht fest. Aber es steht fest, dass ich diese Shooting-Tage auch auf andere Städte in Deutschland übertragen möchte. Wenn du also, jetzt kommt's, wenn du ein Model bist, Hobbymodel, professionelles Model, was auch immer, du stehst gerne vor der Kamera und wohnst in Deutschland, dann hinterlass mir gerne dein Instagram und ich melde mich dann, wenn ich den nächsten Shooting-Tag organisiere und zufällig genau in deiner Stadt sein sollte. Was ich 2023 auch gerne machen möchte, ist mehr konzeptionelles freies Arbeiten. Das heißt, ich überlege mir ein Shooting, ich erstelle Moodboards zu den Ideen, suche dann für mich das passende Model und dann setzen wir das Ganze gemeinsam um. Wenn ihr nicht wisst, was ein Moodboard ist, an sich ist es einfach nur eine Collage von euren Ideen, die ihr für das Shooting mitbringt. Welche Farben spielen eine Rolle, welches Make-up spielt eine Rolle, welche Requisiten, welche Location, all solche Sachen, die zusammengefasst in einer Collage oder Collage und das ist dann euer Moodboard für das Shooting. Das hilft sehr gut als roten Faden und vermittelt dem Model oder eben den Leuten, mit denen ihr zusammenarbeiten wollt, ein genaueres Bild von eurer Vision, die ihr bereits im Kopf habt. Was in diesem Jahr auch ein klein wenig zu kurz gekommen ist, beziehungsweise auch schon das Jahr davor kürzer gekommen ist, als ich erst gedacht hätte, war die Sportfotografie. Ihr findet hier auf meinem Kanal bereits 2 Vlogs, wo ich euch mitnehme bei Sportevents. Ich würde gern mehr davon machen wieder, weil die Sportfotografie ist so ein ganz eigener Bereich, der ganz andere Dinge abverlangt als das Fotografieren im Studio. Dieses Zeitgefühl, was man braucht und dieses Feingefühl, um den richtigen Moment zu erwischen, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Herausforderung und das macht mir jedes Mal extrem viel Spaß. Deshalb hoffe ich, dass ich in diesem Jahr noch mehr Zeit dafür einräumen kann, an diesen Sportevents am Wochenende teilzunehmen. Oder vielleicht auch noch andere Sportarten neu entdecke zum Fotografieren, die ich bisher noch nicht fotografiert habe. Dieses Jahr war es zum Beispiel Enduro. Enduro-Fahren habe ich vorher noch nie fotografiert, dieses Jahr das erste Mal und es war total cool, es hat extrem viel Spaß gemacht. Und
solche Erlebnisse hätte ich gern noch ein paar mehr dieses Jahr. Ich habe zu Beginn ja schon erwähnt, dass ich jedes Jahr mein Geschäft einmal reflektiere und somit schaue ich auch, wie hat sich die Auftragslage entwickelt, wie viele Aufträge hatte ich und welche Art von Aufträgen konnte ich generieren in diesem Jahr. Im Vergleich zu 2021 auf 2022 konnte ich feststellen, dass sich meine Auftragslage um 50% gesteigert hat. Und das möchte ich in diesem Jahr gerne nochmal erreichen. Ich habe gesehen, es geht und ich möchte das gern weiter fortführen, damit mein Geschäft eben exponentiell weiterhin nach oben geht. In Verbindung dazu würde ich auch gern mehr Kooperationen eingehen, beziehungsweise mehr Geschäftspartner, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Ich durfte bereits für tolle Firmen arbeiten, wie BMW oder Cleverfit, mit anderen Selbstständigen zusammenarbeiten, beziehungsweise Business- und Imagefotos für andere Selbstständige erstellen. Und auch das möchte ich weiter ausbauen im neuen Jahr. Ich möchte neue Kooperationen knüpfen, ich möchte neue Verbindungen und neue Bekanntschaften in den Bereichen machen, um mich auch in diesem Bereich mehr und weiter beweisen zu können. Ich rede heute viel davon, was ich im neuen Jahr ausbauen möchte oder erweitern möchte. Und eine weitere Sache stellt dabei YouTube dar. Ich konnte in 2022 schon mehr Videos drehen als zu Beginn, also zu ganz am Anfang. Aber ich würde das gern noch mehr machen und vielleicht noch regelmäßiger machen und einfach noch mehr Videos drehen und schneiden, weil das macht extrem viel Spaß. Und deshalb soll das auch im neuen Jahr noch größer werden. Nun zu einer ganz anderen Sache. Das ist ein kleines Herzensprojekt von mir, was schon eine ganze Weile in meinem Kopf und in meinem Herzen geschlummert hat und was jetzt 2023 endlich rauskommen soll. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wird eine neue kleine Marke von mir herauskommen, die sich mit Holzdrucken beschäftigt. Das heißt, Fotos auf Holzanhänger, auf Schlüsselanhänger oder Grafiken, die auf Holz geprintet werden. Alles in Handarbeit, alles mit ganz viel Liebe und alles ganz individuell gestaltbar. Dazu wird es einen Etsy-Shop geben. Dort könnt ihr personalisierte Artikel kaufen. Dort könnt ihr bereits bestehende Sets kaufen. Und ich freue mich einfach ganz dolle, das jetzt endlich machen zu können. Ich finde das persönlich eine super coole Sache und da stehe ich voll und ganz dahinter. Und auch das wird 2023 jetzt aufgebaut und kommt ganz neu. Und bei all den Vorhaben, Plänen und Zielen für das neue Jahr darf eine Sache nicht zu kurz kommen und das ist meine Freizeit. Das möchte ich jedem von euch noch zum Schluss ans Herz legen. Auch wenn ihr euren Job liebt und glaubt mir, ich liebe meinen Job über alles. Es ist mein Hobby, den ich zum Beruf gemacht habe und mein Job umfasst einen sehr, sehr großen Teil meines Lebens und darüber bin ich froh, darauf bin ich stolz. Dennoch muss man manchmal auf die Bremse treten können und muss Zeit finden für sich, Zeit für Familie und Freunde, Zeit für private neue Erlebnisse oder auch andere Hobbys. Und das einfach noch als kleinen Reminder, als kleinen, wie sagt man auf Deutsch? Merkt es euch einfach. Zeit für euch, Zeit für Familie, Zeit für Freizeit sollte nie zu kurz kommen bei all den Plänen und bei all der Arbeit, die ihr vorhabt. Und so sehr ihr auch euren Job liebt, denkt auch mal an euch, beziehungsweise horcht in euch hinein und gönnt euch Pausen. Das waren von mir jetzt alle Pläne und Vorhaben für das neue Jahr. Ich bin gespannt, was sich davon alles wirklich umsetzen lässt. Und ich bin gespannt, das alles mit euch teilen zu können. Ich freue mich, wenn ihr auf meiner Reise mich begleitet. Und wenn ihr mehr sehen wollt von mir, dann hinterlasst gerne ein Abo und gebt mir einen Daumen hoch. Da freue ich mich drüber. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bye! Oh, gekleckert. As always.